Jenseits der Wellen, in den Tiefen der Nordsee, verbirgt sich eine neue Macht. Ein Unterseeboot, das die Regeln des Spiels neu definiert. Vorstellen Sie sich das U-Boot Typ 212 CD. Deutschlands unsichtbare Waffe, gebaut für die Marine der Zukunft. Mit revolutionärer Antriebstechnologie verschwindet es für Wochen vollständig aus dem Radar. Ein Phantom unter Wasser. Es trägt die weltweit fortschrittlichsten Waffensysteme, präzise und unvergleichlich effizient. Typ 212 CD. Mehr als ein Schiff, ein Symbol für Deutschlands Seemacht und Innovation, unsichtbar, unaufhaltsam, unschlagbar. Die Genialidee Tipp 212 CD wirklich zu verstehen. Müssen wir einen Blick auf seinen Borginger werfen. Denn Tipp 212a. Schon dieses U-Boot war ein Meisterwerk der Tarnen und Effizienz. Es war eins der ersten, das einen Auen Luftunterbangen Antrieb, Kurs AIP, MIT Brennstoffzellenkomponenten einsetzte. Das bedeutet, es konnte wochenlang unter Wasser bleiben, ohne auftauchen zu müssen, same Batterien aufzuladen. Ein gültiger Vorteil gegenüber herkömmlichen dieselelektrischen U-Booten. Der Tipp 212a war bereits extrem leise und schwer zu orten. Es setzt die neue Maßstab für nicht-nuklear U-Boot weltweit. Aber wie das in der Technologie so ist, was heute Spitze ist morgen schon der Standard. Die Konkurrenz schlägt nicht, und die Methoden zur U-Boot-Jad werden immer ausgefeilter. Deutschland West. Das ist, seinen Vorsprung zu behalten, nicht nur besser, sondern grundlegend anders denken musst. Hier betritt der Tipp 212 CD dabei. Das CD steht für Common Design. Ein Hinweis auf die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen bei diesem Projekt. Aber lassen Sie sich von dem bescheidenen Namen nicht täuschen. Dieses U-Boot ist in jeder Hinsicht ein Quantensprung. Das aufgelegte Merkmal ist sein revolutionäres Rumpfdesign. Renotier U-Boot eine zylindrische Form hatten, besitzt der Tipp 212 CD ein rautenförmig oder diamantisch Struktur. Warum ist das so wichtig? Es geht Stealth. Ein traditioneller zylindrischer Rumpf reflektiert Sonarwellen relativ direkt zurück zur Quelle, was ein leichter auffindbar matcht. Die abgewinkkelten Flecken der neuen Designs hingegen streuen die Sonarwellen in verschiedenen Richtungen, nicht wie bei einem Stealth-Flugzeug. Das Sonar-Echo, das zum Feind zurückkehrt, ist so schwach und versert, dass das U-Boot im Hintergrundrauschen der Ozeans verschwindet. Es wird zu einem wahren Geist der Tief. Aber die Tarnung hört nicht bei der Form auf. Der Antrieb wurde ebenfalls auf ein neues Level gehoben. Das Brennstoffzellen-AIP-System wurde weiter optimiert, noch leiser und effizienter zu sein. Kombiniert mit neuen Lithium-Ionen-Batterien, die mehr Energie speichern und schneller abgeben können, erhält das U-Boot ein beispiellos Ausdauer und Geschwindigkeit für Kurssprints. Jede einzelne Komponente, von den Pumpen bis zu den Lüftern, wurde so konstruiert, dass sie minimale Geräusche und Vibrationen erzeugt. In der stillen Welt unter Wasser ist Lärm der Grobwärter. Der Tipp 212 CD ist darauf ausgelegt, das leiseste U-Boot zu sein, das gebaut wurde. Feinlich Sonar-Operator und wird die Suche nach diesem U-Boot wie die Suche nach einer Nadel in Heuhaufen. Nur dass der Heuhaufen so groß ist wie der Atlantik und die Nadel sich lautlos bewegt. Ein unsichtbares U-Boot ist nutzlos, wenn es nichts sehen kann, wohin es geht oder was es herum passiert. Und hier seht der Tipp 212 CD sein Warster, sein sensorische und digitale Überlegenheit. Stellen Sie sich das U-Boot nicht nur als Schiff VOR, sondern als ein vernetztes Rechenzentrum unter Wasser. Es verfügt über eine neue Generation von Sonarsystemen, die nicht nur passiv lauschen, sondern auch aktiv Signal auf ein Wies aussenden können, die schwer zu entdecken ist. Flankarrays, also Sonarsensoren, die entlang der gesamten Rumpfzeit verlaufen, geben der Besitzung ein 360-Grad-Bild ihrer Umschwung in Echtzeit. Aber die eigentlich Magie geschieht bei der Datenverbietung. Alle Informationen von den verschiedenen Sensoren, akustisch, optisch, elektronisch werden von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Algorithmen analysiert. Das System kann potenziell Bedrohungen identifizieren, klassifizieren und priorisieren, lange bevor ein menschlicher Operator es kennt. Es verschafft der Besitzung einen entscheidenden Zeitvorteil, die richtige Entscheidung zu treffen, ob es darum geht, auszuweichen,
Informationen zu sammeln oder einen Angriff zu starten. Die Bewaffnung der Typ 212CD ist ebenso beeindruckend wie sein Tarnkappen an Sensor-Technologie. Es wird den Nussen Schwergewicht stored wie dem DM-2A4C ausgestattet sein. Diese Torpedos sind nicht nur schnell und treffsicher, sondern auch extrem leise und schwer abzuwehren. Darüber hinaus wird das U-Boot in der Lage sein, zielgestützte Marschflugrohr abzufangen. Das erweitert seine Rolle von einem reinen Jäger anderer Schiff und U-Boot zu einer strategischen Plattform, die Ziel tief im Landesinneren angreifen kann. Diese Fähigkeit, aus der Verborgenheit der Tief heraus Schläge zu führen, macht den Typ 212CD zu einem unglaublich flexiblen und mächtigen Werkzeug. Ob es die Sicherung von Seewigen, geheimdienstliche Aufklärung oder die Abschreckung potenzieller Gegner geht. Dieses U-Boot kann eine Vielzahl von Missionen erfüllen, ohne jemals seine Position preiszugeben. Die Entwicklung der Typ 212CD ist mehr als nur ein Rüstungsprojekt. Sie ist ein starkes Signal für die geopolitische Landschaft. Die enge Kooperation zwischen Deutschland und Norwegen, die sich Kosten und Technologie teilen, sieht eine neue Ära der europäischen Verteidigungsbüsbar. In einer Welt, in der die Spannungen auf den Weltmeeren zunehmen, insbesondere in der Ostsee und dem Nordatlantik, ist ein stark Unterwasserflotte unerlässlich. Länder wie Russland und China investieren massiv in Meeren und U-Boot-Jagdfähigkeiten. Der Typ 212CD ist die deutsche und norwegische Antwort darauf. Es soll sicherstellen, dass die NATO-Partner ihre maritimen Interessen schützen und die Freiheit der Schifffahrt garantieren können. Dieses U-Boot ist nicht primär ein Angriffswaffe, sondern ein Instrument der Abschreckung. Seine bloße Existenz zwingt jeden potenziellen Gegner dazu, zweimal nachzudenken, bevor eine aggressive Handlung auf sie unternimmt. Die Menschen hinter dieser Maschine sind genauso wichtig wie die Technologie selbst. Die Besatzung eines modernen U-Boots muss hochqualifiziert und belastbar sein. Sie leben und arbeiten monatelang auf engstem Raum, umgeben von komplexester Technik, MIT der ständigen Verantwortung für ein milliardenschweres Waffensystem. Die fortschrittliche Automatisierung und die KI-Unterstützung im Typ 212CD sind auch darauf ausgelegt, die kognitive Belastung der Besatzung zu reduzieren. Das System übernimmt Routineaufgaben und präsentiert Informationen auf eine Weise, die schnell und fundierte Entscheidungen ermöglicht. Dies ermöglicht es der relativ kleinen Besatzung, das U-Boot auch bei langen und anspruchsvollen Missionen effektiv zu betreiben. Die Ausbildung für dieses neue System wird intensiv sein, aber sie wird eine neue Generation von U-Boot-Fahrern hervorbringen, die nahtlos mit ihrer Maschine zusammenarbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das U-Boot Typ 212CD weit mehr ist als nur ein neues Schiff. Es ist eine technologische Meisterleistung, die Unterwasserkrieg neu definiert. MIT seinem revolutionären Stealth-Design, seinem Ultralaser-Antrieb, seinen intelligenten Sensoren und seiner vielseitigen Bewaffnung setzt es einen neuen globalen Standard. Es ist Deutschlands unsichtbar Macht, ein stiller Wächter unter den Wellen, der entwickelt wurde, Frieden durch Stärke zu sichern. Wenn die ersten Boot dieser Klasse gebaut wurden, schaut die Welt gespannt zu. Denn was higher in den Werften von Kiel und Stadt, wird die Maritime Balance für die kommenden Jahrzehnte prägen. Die Tief hat schon immer ihr Geheimnis. Aber MIT Typ 212CD hat eins dieser Geheimnis einen deutschen Namen. Jenseits der Wellen, in den Tiefen der Nordsee, verbirgt sich eine neue Macht. Ein Unterseeboot, das die Regeln des Spiels neu definiert. Vorstellen Sie sich das U-Boot Typ 210-12CD. Deutschlands unsichtbare Waffe, gebaut für die Marine der Zukunft. Mit revolutionärer Antriebstechnologie verschwindet es für Wochen vollständig aus dem Radar. Ein Phantom unter Wasser. Es trägt die weltweit fortschrittlichsten Waffensysteme, präzise und unvergleichbar.